Hallo und herzlich willkommen. Heute werde ich euch mal zeigen, was es für Alternativen gibt, um solche Astlöcher auszubessern und das Ganze ohne Epoxidharz. Los geht's! Und zwar werde ich da heute mal 3 umweltfreundliche Varianten testen. Die erste mit Shellac, die zweite mit einem Hartwachs-Reparaturset und die dritte mit Zinn. Um euch das Ganze vorzuführen, habe ich mir jetzt mal aus meinem Restholzlager ein paar Hölzer rausgesucht mit entsprechenden Fehlstellen. Ja, und da werde ich euch jetzt mal die einzelnen Varianten dann vorführen und dann schauen wir mal, wie die Oberflächen danach aussehen. Beginnen werden wir hier mit dem Shellac. Den gibt es hier in so Stangen. Ja, den müssen wir jetzt erhitzen, dass er flüssig wird und damit fangen wir an. Der Shellac selbst ist ziemlich porös, den kann man mit dem Hammer ganz einfach zerkleinern. Und dann müssen wir das Material jetzt hier natürlich auch noch schmelzen. Ja, das bedeutet, heute wird es heiß in der Werkstatt. So, und los geht's! Die Fehlstellen werden dann einfach mit dem Shellac aufgefüllt. Man kann das Material dann auch auf der Oberfläche nochmals leicht erhitzen und dadurch fließt es dann besser in die Risse und die Fehlstellen rein. Jo, das hat ganz gut funktioniert. Nach 5 Minuten ist der Shellac ganz schön ausgehärtet und die groben Überstände, die kann man mit dem Stemmeisen entfernen. Die entfernten Shellac-Reste, die habe ich mir hier in dem Becher gesammelt. Die braucht man nicht wegschmeißen, die kann man beim nächsten Mal wieder einschmelzen und wieder verwenden. Ich würde sagen, schleifen machen wir dann zum Schluss. Ich mache jetzt hier mal noch mit dem Hartwachs und dem Zinn weiter und die werde ich mir jetzt auch mal einschmelzen. Das Hartwachs hier, das kriegt ihr in jedem Baumarkt, gibt es auch in verschiedenen Farben und da werde ich jetzt hier auch mal wieder das Schwarze probieren. Ja, das lässt sich auch ganz gut wieder entfernen. Mal als kleines Zwischenfazit. Der Shellac und das Hartwachs, das sind in der Verarbeitung her eigentlich relativ ähnlich. Aber das Wachs ist dann doch ja, weicher, würde ich sagen. Das merkt man hier, wenn man es entfernt. Dann machen wir jetzt auch noch mit der letzten Variante weiter. Ja, das ist das Zinn. Da habe ich Reinzinn verwendet. Das hat im Gegensatz zu Lötzinn keinerlei Zusätze wie Blei oder ähnliches und ist daher lebensmitteltechnisch auch unbedenklich. Das lässt sich jetzt hier von der Temperatur her nicht so einfach schmelzen wie das Wachsen der Shellac. Da brauchen wir ein wenig mehr Hitze. Wenn ihr Astlöcher auffüllt, ja, da solltet ihr darauf achten, dass ihr die Unterseite abdichtet, weil sonst geht es euch so wie mir und euch fließt das Zinn dann unten wieder zum Boden raus. Und wie ihr sehen könnt, härtet das Zinn auch echt extrem schnell aus. Und so sehen die Oberflächen dann im noch ungeschliffenen Zustand aus. So Leute, da hätten wir jetzt die 3 fertigen Oberflächen. Dann würde ich sagen, schleifen wir mal und schauen, wie das Ergebnis dann aussieht. Zum Schleifen der Zinnoberfläche verwende ich jetzt zunächst mal einen Winkelschleifer mit einer Schrubbscheibe. Damit geht es nämlich deutlich einfacher. Auf die fertig geschliffenen Oberflächen werde ich jetzt mal noch ein Öl auftragen, weil erst dann kommt die Optik richtig zur Geltung. Wow, und ihr seht schon, das ist dann wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Durch das Hartwachsöl, da kommt die Farbe und die Maserung von dem Holz echt super zur Geltung.
Die fertigen Ergebnisse habt ihr gesehen. Also optisch muss ich sagen, gefallen sie mir eigentlich alle drei sehr gut. Und wenn man sich jetzt den Shellac anschaut und das Hartwachs, dann muss man echt sagen, sieht man da keinen großen Unterschied zum Epoxidharz. Dann kommen wir jetzt mal noch zu meinem Fazit zu den jeweiligen Varianten. Am besten hat für mich der Shellac abgeschnitten. Ja, ihr habt gesehen, in der Verarbeitung ist er eigentlich echt unkompliziert und optisch sieht man zum Epoxidharz auch keinen Unterschied. Den einzigen Nachteil, den ich vielleicht jetzt so sehe, ist, dass das Material, wie bereits erwähnt, ziemlich hart und dadurch porös ist und dadurch ist er wahrscheinlich nicht so belastbar wie Epoxidharz, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, aber wie gesagt, für mich eine echte Alternative. Das Hartwachs ist in der Verarbeitung eigentlich fast gleich wie der Shellac. Rein optisch unterscheidet sich vom Epoxidharz jetzt auch kaum, würde ich sagen. Und ja, der einzige große Nachteil, den ich hier sehe, das ist die Belastbarkeit. Also wenn man hier mit dem Finger drüber fährt, mit dem Fingernagel, da bilden sich relativ schnell Kratzer. Und wenn man dann ein bisschen stärker dran kratzt, ja, also dann sieht man da doch schon tiefe Kratzer. Also für kleine Risse würde ich sagen, ist es geeignet, aber für etwas größere Flächen, ja, das ist ja nicht das Gelbe vom Ei, sage ich mal. Dann kommen wir hier auch noch zur dritten Variante, zum Zinn. Also ich muss sagen, optisch finde ich das echt cool. Ja, ist natürlich auch ziemlich speziell und daher Ansichtssache. Die Verarbeitung, die fand ich jetzt hier am schwierigsten. Es war nicht ganz so einfach. Wenn man sich mein Ergebnis jetzt mal genauer anschaut, sieht man auch, dass hier noch kleine Risse und Spalten sind, die jetzt nicht mit Zinn ausgefüllt wurden. Und ja, vielleicht liegt es auch an mir als Anwender, aber ich habe es nicht besser hinbekommen. Die Oberflächenbelastbarkeit ist ziemlich hoch, ist ja Metall und das ist eben auch ja, eine Möglichkeit, wie man solche Astlöcher hier jetzt eben ausbessern kann. Jo, das waren jetzt eben mal die drei umweltfreundlichen Alternativen zum Epoxidharz, die ich euch mal vorstellen wollte. Wenn ihr weitere Alternativen kennt, schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare, würde mich auch mal interessieren. Dann mal noch ein paar kurze Worte zu den Kosten. Ja, die sind ja auch immer interessant, wenn man über Alternativen redet. Und da muss ich leider sagen, also die Materialien, die sind dann doch letztendlich deutlich teurer als Epoxidharz, insbesondere wenn man es in kleinen Mengen kauft. Und ja, ich kann es euch mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Ihr könnt es euch mal anschauen, wenn es euch interessiert. Und wenn dir das Video gefallen hat oder ich dir weiterhelfen konnte, ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, unterstützt den Kanal, indem ihr noch ein paar Videos anschaut, werde ich euch mal hier einblenden. Und dann würde ich sagen, ist für heute Schluss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, dass ihr mich demnächst wieder seht. Bis dahin, macht's gut. Ciao.